Hallo, hier ist der Niklas von SportsCard16. Willkommen zurück auf meinem Channel. Und wie ihr seht, neue Woche, neues Auto. Das heißt, letzte Woche haben wir leider nicht das gefunden, was wir uns erhofft haben. Suchen immer noch eine Joe Burrow, immer noch eine Justin Herbert. Schöne Karten aus den Chronicles von letzten Jahr, schöne Rookie-Karten von den beiden. Genau, das wird jetzt aber vorerst erstmal das letzte Video sein mit Chronicles. Einerseits habe ich mich dazu entschlossen, weil wir natürlich jetzt nicht so viele Hits hatten in Chronicles, dass ich jetzt erstmal die letzten 3 Chronicles Blaster, die hier drüben noch stehen, rippe ich jetzt alle heute in dem Video. Wird ein bisschen längeres Video daher, aber was muss, das muss manchmal. Und dann kann ich mich endlich wieder neuen Aufgaben zuwenden, die ihr im Hintergrund natürlich seit ein paar Videos schon seht und auf die ich sehr, sehr Bock habe. Ich weiß noch nicht genau, mit welchem ich anfangen werde, aber irgendwo in die Richtung wird es gehen. Genau. Und dann würde ich sagen, ich fange mit dem mittleren Chronicles Pack an. Ihr wisst, wie es läuft. Erstmal hier das Zello weg, damit es losgehen kann. Ja, komm her. Auf jeden Fall dankbar für das ganze Feedback, das ich bekommen habe zu den Videos. Werde jetzt vor allen Dingen mal versuchen, den Sound ein bisschen lauter aufzunehmen. Und wie gesagt, ich bin über jedes Feedback immer dankbar. Weil nur so kann ich mich verbessern. Ein Coach von mir hat mal gesagt, Feedback ist das Breakfast for Champions. Genau. So, dann fangen wir an mit der ersten Blaster. Wünscht uns Glück. So, Basekarten sind ja inzwischen bekannt von Chronicles. Haben wir hier Saquon Barkley. Dann haben wir Jitro Gross Matos, Prestige Rookie von letztem Jahr. Dann Pink Base Chronicles von Mike Evans. Ein Clear Vision Antonio Gibson. Und ein Luminance Jake Fromm. Wieder ein Chip gefressen. So. Haben wir die Base von Emmitt Smith. Sehen wir jetzt auch nicht zum ersten Mal. Genauso wenig wie die von Jerry Rice. CeeDee Lamb Pink. Rookie. Dann haben wir James Robinson Rated Rookie Clear. Und einen Henry Ruggs Gridiron Kings. Phillip Rivers Base, CJ Henderson Prestige Rookie, Derek Carr Pink Parallel, auch von der Chronicles Base. Dann haben wir Clear Vision Darnell Mooney und die Rookie Gridiron Kings von Darrell Williams von den Chiefs. Und Kyler Murray Base, Josh Allen Base. Ach schon. Die Luminance von Joe Burrow in Pink. Das ist mal ein Mini-Hit. Dann die Score von 2020 Base von Brandon Ayuk und Henry Ruggs. So. Ich weiß nicht aus dem Kopf, für was die gehen, aber schon mal der Quarterback, den wir haben wollen. Vor allen Dingen Bombe gespielt gestern. Connected richtig gut mit seinem College-Teammate Jamar Chase. Ray Lewis, Pink. Jalen Reagor, Clear Vision und Clyde Edwards-Helaire, der leider irgendwie nicht an sein erstes gutes Jahr anknüpfen kann. Da hatte ich echt große Hoffnung in den Dude. Der hat mich dann jetzt bald bei den 2021ern wieder auf die Mac Jones Hand machen. Der hat nämlich gestern ein Riesenspiel abgeliefert. Ich glaube, das erste Mal auch über 300 Yards geworfen. Hier Deebo Samuel, die Base. Dann die Pink Gridiron Kings von Clyde Edwards-Helaire. Jalen Reagor, Raider Rookie, Clear und Cam Akers, Gridiron Kings. Über 300 Yards und 2 Touchdowns, wenn ich das richtig im Kopf habe, und immer noch über 70% Completion Percentage. Das ist für einen Rookie schon sehr stark.
Also, Zukunft sieht gut aus in Foxborough. Dann haben wir J.J. Watt, Jerry Jeudy, Prestige Rookie, Cam Newton Pink Parallel. Haben wir nochmal Jerry Jeudy vom Playoff Momentum. Und Tyler Johnson. Dann sind wir jetzt schon im letzten Pack des ersten Blasters angekommen. Da haben wir Warren Moon, Joey Bosa, Jordan Love aus der Panini-Serie Pink, Chase Young von Score 2020 und Michael Pittman. Und wie gesagt, ich habe ja eben gesagt, ich fliege jetzt hier schnell durch, heißt, gehen direkt zum nächsten Blaster. Machen da. Na gut, dann nicht. Machen wir so. Sollte mir ein neues Messer zulegen. Ganz schön damaged, die Box. Es gibt ja ein paar Leute, paar Ripper hier auf YouTube, die den Aberglauben haben, dass aus den damaged Boxes die besten Karten kommen. Hoffen wir mal, dass was dran ist. Eine Travis Kelce Base. Was mit den Chiefs dieses Jahr los ist, weiß ich auch nicht. Weder eine Defense und Patrick Mahomes ist auch in so einer kleinen Misere angekommen, würde ich sagen. Nick Chubb Pink, Clear Vision Chase Young und Gridiron Kings Tour. Den lege ich mal hier neben Burrow. Aber Lamar Jackson, der wiederum, entgegen jeder Erwartung, die ich zumindest hatte, noch nicht ausgefigert wurde von den NFL-Defenses. Im Gegensatz zu Patrick Mahomes dieses Jahr. Randy Moss, Antonio Gibson, Pink, Gridiron Kings, Henry Ruggs und J.K. Dobbins, von dem wir immer noch hoffen, dass der schnell wieder gesund wird und nächstes Jahr richtig krasse Zahlen abruft. Nick Chubb, T. Higgins, Ben Roethlisberger, nochmal T. Higgins Clear diesmal und Jonathan Taylor. Apropos Jonathan Taylor, da habe ich in einem Group Break beim Schwarraber eine ganz nice Karte gezogen, die Red, White and Blue Prism Rookie-Karte von Jonathan Taylor. Die schmeckt auf jeden Fall, die war gut. Sowas in der ähnlichen Kategorie hier wäre auch fantabulös. Nochmal Big Ben, Devontae Adams, Jacob Eason Pink. Dann haben wir James Robinson, Rated Rookie Clear und nochmal Jacob Eason. Wieder ein Chip. Da habe ich eine kleine Justin Herbert Flash gerade gehabt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ryan Tannehill, Cole Kmet, nochmal Devontae Adams, diesmal als Pink. Dann haben wir Playoff Momentum Zach Moss und dann haben wir Justin Herbert in der Base Panini Edition. Jetzt haben wir alle drei Cover Quarterbacks sozusagen gehittet. Jetzt natürlich nur noch bessere Kartenausführungen von den dreien. Dann wäre ich natürlich sehr zufrieden. Na? Das wollte nicht so. Josh Jacobs, Miles Sanders, Jake Fromm Pink Luminance, Joe Burrow aus dem Score. Ein paar hässliche Kratzer drauf. Hier den Joe Burrow Stapel auf. Und Jerry Jeudy. Haben wir Barry Sanders, DeAndre Swift, Ryan Tannehill Pink, Joshua Kelly und Jonathan Taylor. Letztes Pack vom zweiten Booster.
Booster sage ich. Blaster. Haben wir Tom Brady. Tyreek Hill. Henry Ruggs Pink Gridiron Kings. Darnell Mooney Clear Rated Rookie. Und nochmal Clyde Edwards-Helaire. Und dann gehen wir zum letzten Blaster. Ist die Damage, die Box? Kann ja hoffen, ne? War jetzt nicht so schlecht, die letzte. War schon in Ordnung. Zumindest mal ein paar von den Quarterbacks, die wir wollten, gehittet. So. Haben wir Jalen Reagor. Das ist die Chronicles Rookies. Antonio Gibson, Chronicles Rookies. Gabriel Davis. Pink Gridiron Kings. Dann haben wir T. Higgins, Black Prism und Justin Jefferson, Gridiron Kings. Das war, glaube ich, jetzt in der 5. Chronicles Blaster Box das erste Mal, dass ich die Chronicles Rookie, also die Rookie-Karten von der wirklichen Chronicles-Serie gesehen habe. Hat auch was zu sagen. Aaron Donald. Wieder Yetur Gross Matos. Khalil Mack, Pink Parallel. Justin Jefferson Clear und James Robinson. Khalil Mack. Frank Gore. Denzel Mims, ein Rookie Receiver von den Jets. Dann haben wir Jalen Johnson und DeAndre Swift. Dann haben wir Drew Lock, CJ Henderson, Frank Gore Pink, Zach Moss und Malik Harrison. Russell Wilson, DJ Chark, Jalen Reagor Luminance Pink, Antonio Gibson Score und Darnell Mooney. Kurt Warner, Chase Claypool, dann Drew Lock im Pink Parallel. Oh, den hatte ich vergessen. Jalen Hurts, Clear Vision und James Robinson. Jalen Hurts, der spielt auf jeden Fall mal eine bessere Saison als Tua bis jetzt. Deswegen auf jeden Fall auch schön, dass wir was von ihm haben. Haben wir Dan Marino. Joe Burrow Base, Rookie. Burrow-Stapel ist jetzt schon gut hoch. Jetzt noch ein bisschen von Justin Herbert und ich bin sehr zufrieden mit den letzten Rips sozusagen für Chronicles. Jeremy Chin, Pink. Dann Rated Rookie Michael Pittman und ja, von dem hört man gar nichts mehr, weil haben direkt einen neuen gedraftet. Neuen Quarterback. James Morgan. Letztes Jahr Rookie Quarterback für die Jets gewesen. Ja, von den Patriots ein bisschen auseinandergenommen wurden gestern. Wenn ich das richtig gelesen habe, ist das auch das erste Mal, dass dieses Jahr ein Spiel über 50 Punkte gegangen ist. Und das mit einem Rookie Quarterback. Ist auch nicht schlecht. Jonathan Taylor, Base Rookie von Chronicles. Dann Jerry Jeudy. Russell Wilson Pink.
eine Playoff Momentum Tour. Für den Abschluss noch ein kleiner Tour-Hit. Und Gabriel Davis, Rookie. So, das soll es jetzt erstmal mit Chronicles gewesen sein. Wir können hier einen ganz, ganz quicken Review machen. Wir haben hier dreimal Joe Burrow gehittet. Und machen wir den Chip auch nochmal rüber. Dann haben wir zweimal Tour. Und jeweils einmal Justin Herbert und Jalen Hurts an Quarterback-Hits. Genau. Mit welchem ich jetzt genau weitermache, weiß ich noch nicht genau. Ich habe, wie gesagt, noch eine Score Hobby hier drüben sitzen. Ich habe noch die Donruss 2021 Hobby hier drüben sitzen. Und ja, ist noch ein bisschen Elite dabei, ein bisschen Prestige dabei und natürlich noch die Origins, auf die freue ich mich sehr. Die ist natürlich sehr viel Hit and Miss, also da kann sehr coole Sachen dabei sein, da können aber auch richtiger Müll dabei sein und weiß ich noch nicht genau, wann ich mich an die Box dran traue. Und genau, dann haben wir ja noch ein paar einzelne Packs hier drüben auch liegen. Da sind tatsächlich 2 Chronicles nochmal dabei. Die kommen dann irgendwann noch dazu. Ich habe noch zweimal Select und Mosaic von 2020. Ja, die sammle ich jetzt mal gerade so ein bisschen und irgendwann mache ich da einfach mal einen Pack-Rip, wo ich einfach nur Packs rippe. Ja, wie gesagt, danke, dass ihr zugeschaut habt. Danke für den Support bisher, für das viele Feedback. Und Video kommt wie immer um 17:30 Uhr am Freitag. Heißt von mir an dieser Stelle schon mal ein schönes Wochenende. Und bis zur nächsten Woche.